Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Heidi. In diesem Video geht es darum, wie man Danke sagt und auch, wie man die verschiedenen Formen von Danke richtig schreibt. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen möchte ich mit dem Nomen Dank. Das Substantiv Dank, maskulin, hat den Artikel der. Wir sagen Dank, der Dank. Und meistens kombinieren wir das Nomen Dank mit einem Adjektiv. Und weil wir eine Dankesformel meistens als Abkürzung benutzen für Hab Dank oder haben Sie Dank, muss das Adjektiv im Akkusativ stehen. Wir sagen also vielen Dank, herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank, besten Dank. Und ein bisschen informeller, bei Freunden können wir auch sagen, vielen lieben Dank oder 1000 Dank. Das Wort Dank gibt es auch als Präposition. Es ist eine Präposition mit Genitiv und bedeutet so viel wie wegen und es bedeutet immer etwas Positives. Dank deiner Hilfe zum Beispiel. Die Präposition Dank schreiben wir natürlich klein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben. Der typische Abschlusssatz für eine Präsentation, einen Vortrag oder ein Referat in der Schule oder in der Universität ist: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oder wenn geduzt wird mit du, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oft benutzen wir auch die Partikel Danke. Weil Danke eine Partikel ist, wird es immer klein geschrieben, wenn es nicht am Anfang des Satzes ist. Und Danke wird nicht mit anderen Wörtern zusammengeschrieben. Das heißt, Danke sehr muss getrennt geschrieben werden. Es sind 2 Wörter, ebenso wie Danke schön oder Danke vielmals. Danke kann nur groß geschrieben werden im Satz Ich möchte Danke sagen. Bei Danke sagen können wir Danke groß oder klein schreiben. Beides ist richtig. Schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Danke sehr. Das Verb danken im Präteritum dankte, im Perfekt habe gedankt, ist ein Verb, das normalerweise mit Dativobjekt steht. Wem danke ich? Zum Beispiel, ich danke dir. Wenn wir sagen wollen, wofür wir danken, warum wir danken, dann benutzen wir die Präposition für und für steht immer mit Akkusativ. Also zum Beispiel, ich danke dir für deine Hilfe. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Weitere Beispiele. Ich danke dir. Ich danke Ihnen, formell. Ich danke dir für deine Hilfe, formell. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Mein Chef hat mir für meine gute Arbeit gedankt. Der Minister dankte allen, die an der Lösung mitgearbeitet hatten. Es gibt auch das Verb bedanken. Das Verb bedanken ist immer reflexiv. Das heißt, wir brauchen immer ein Reflexivpronomen. Wenn wir sagen wollen,
wofür wir uns bedanken oder warum wir uns bedanken, benutzen wir auch hier die Präposition für mit Akkusativ. Ich bedanke mich für deine Hilfe. Die Person steht hier zusammen mit der Präposition bei plus Dativ. Ich bedanke mich bei dir. Manchmal möchten wir auch sagen, womit wir uns bedanken. Also zum Beispiel, ich bedanke mich mit einem Blumenstrauß, ich bedanke mich mit einem Abendessen, dann benutzen wir mit Dativ. Das Verb sich bedanken ist ein regelmäßiges Verb, das heißt, die Präteritumform ist bedankte und im Perfekt hat bedankt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Weitere Beispiele. Er bedankte sich beim Redner für den Vortrag. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Hilfe bedanken. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Er hat sich bei seiner Nachbarin mit einem Blumenstrauß bedankt. Oft sagen wir auch Gott sei Dank. Gott sei Dank benutzen wir, wenn etwas Schlimmes nicht passiert ist oder wenn etwas Schlimmes nicht so schlimm ist wie gedacht oder wenn etwas sehr Positives passiert ist, womit wir nicht gerechnet haben. Ein Beispiel. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Vielen Dank im Voraus. Vielen Dank im Voraus ist ein typisches Redemittel, das wir oft in Mails oder Briefen schreiben. Wir benutzen es, wenn wir möchten, dass die andere Person etwas für uns macht. Und wir sagen jetzt schon vielen Dank, obwohl die Person das noch gar nicht gemacht hat. Zum Beispiel in folgender E-Mail. Liebe Lisa, könntest du mir bitte den Projektbericht von letzter Woche schicken? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Heidi. In E-Mails und Briefen benutzen wir oft auch das Redemittel. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Manchmal auch informell. Vielen Dank für dein Verständnis. Diesen Satz benutzen wir, wenn etwas nicht so wie geplant passiert und wir möchten, dass die andere Person das versteht. Zum Beispiel, wenn wir einen Termin verschieben müssen oder eine Deadline nicht einhalten können oder so etwas. Ein Beispiel. Sehr geehrter Herr Meier, leider muss ich unser Treffen am kommenden Freitag, den 23. Juli, wegen Krankheit absagen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Maria Müller. So, das waren die wichtigsten Informationen zu dem Nomen der Dank, zum Partikel Danke und ein paar Redemittel mit Danke. Falls du wissen möchtest, wie man sich richtig verabschiedet und darauf reagiert, empfehle ich dir dieses Video oben rechts in der Ecke. Vielen Dank fürs Dabeisein, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!